Wenn wir beim Trompetespielen immer wieder an den gleichen Baustellen, an den gleichen Stellschrauben versuchen zu drehen und immer wieder auf Misserfolg treffen, dann ist es natürlich nicht verwunderlich, dass irgendwann die Lust am Trompetespielen natürlich nachlässt. Hier gibt es ja verschiedene Faktoren: Technik, Atmung, Luft, Höhe, Klang, Flexibilität, Naturtonbindungen etc. pp. Also viele Bereiche, die wir tagtäglich versuchen zu verbessern oder zu beüben, damit eben der Status quo bleibt. Anhand von der Höhe, das ist hier die Frage, die am häufigsten kommt: Wie kann man trainieren, dass man leichter, flexibler nach oben kommt? Ist es natürlich immer so, dass man versucht, sich zu überlegen, was muss denn funktionieren, welche Stellschrauben müssen denn gedreht werden, dass eine höhere Frequenz auf der Trompete zustande kommt. Jetzt, wenn du immer wieder mit Druck an die Sache rangehst, den Hals eng machst beim Trompetespielen, dann wirst du immer zu dem einen Ton kommen, aber nicht drüber. Oder es ist anstrengend und nach dreimal Spielen des Tons bist du schon K.O. und kannst nicht mehr spielen. Das heißt kurzum, du bist einfach platt und brauchst Pause. Doch wie können wir genau an dieser Stellschraube drehen, dass unsere Trompetentöne wie von Zauberhand leichter nach oben gehen? Und der Druck des Mundstücks auf die Lippen ist definitiv die falsche Stellschraube. Aber wenn wir schon bei den Lippen sind, die müssen sich, wenn es nach oben geht, anspannen. Das heißt, das Lippenrot wird etwas eingeengt, es schwingt weniger Lippenmaterial und es entsteht eine höhere Frequenz. Und wie von Zauberhand, zack, geht auch die Trompete vom Klang her nach oben. Das heißt, wir spielen höhere Töne. Verschiedene Faktoren sind natürlich dort auch noch entscheidend, wie zum Beispiel der Hals sollte offen sein. Und nicht eng und abgedrückt. Da muss man immer drauf aufpassen. Da gibt es verschiedene Übungen, wie zum Beispiel die Schlauchübung. Das heißt, du steckst ein Stück Schlauch in den Mund zwischen die Zähne, atmest und wirst merken, okay, der Kehlkopf geht wirklich weit auf, und das versuchen wir dann auf die Trompete zu übertragen. Du kannst natürlich auch solche Übungen machen, die bringen dich auch vorwärts. Der Hals geht auch hier auf. Auch hier weiter Kehlkopf. Die Zunge ist natürlich auch ein entscheidender Faktor, denn schließlich in der Mundhöhle ist das der einzige Punkt, der wirklich variabel und veränderbar ist. Die Zähne sind fest, ich kann die Kieferstellung etwas weiter aufmachen oder nach vorne drücken und so weiter, aber letztendlich sind wir immer in der gleichen Position. Die Zunge, die kannst du aber ständig in allen Richtungen, vor, zurück, oben, links, rechts, unten verändern. Wenn jetzt die hohen Töne kommen, hebt die Trompete den Ton nach oben. Das heißt, sie geht in einer vorwärts gerichteten Aufwärtsbewegung nach vorne und engt somit den Luftstrom ein. Die Luft, die kommt, fließt durch einen engeren Raum. Das heißt, insgesamt weniger Luftdruck steigt auch im Körper, aber die Luft, die oben drüber fließt, die wird beschleunigt. Das heißt, wir haben auch hier schneller die Luft, die uns dazu bringt, dass die Lippen schneller schwingen. Und dann haben wir eben noch den Anstoß bzw. die Bindung, die uns eben dann den Ton artikulieren lässt. Am anfänglichen Üben fürs Höhentraining, also dieses nach oben schleudernde Töne, ist natürlich Binden angesagt. Das heißt, wir nehmen uns das C2 zum Beispiel und merken uns die Einstellung. Welchen Druck spüre ich mit Mundstück gegen die Lippen? Wie fühlt sich mein Hals an? Wie ist allgemein das Druckempfinden im Körper? Ich verändere diese Stellschrauben jetzt nicht. Was ich aber mache, ich spanne die Lippen an. Das heißt, der Ansatz packt zu, ihr wird fest und die Zunge geht nach oben. Das heißt, diese aufwärts gerichtete Vorwärtsbewegung der Zunge, dieses Töne nach oben heben und zeitgleich der Ansatz, der anspannt. Und du wirst merken, die Töne gehen nach oben. Natürlich auch hier wieder, denk dran, die Luftgeschwindigkeit etwas zunehmen zu lassen, damit eben oben dann auch Klang zustande kommt. Los geht's. Na, wenn das funktioniert, merkst du, okay, da entsteht kein Druck vom Mundstück auf die Lippen. Die Luft und so weiter, ich drücke nicht, der Hals bleibt offen. Und wenn du merkst, dass es immer wieder funktioniert, beschäftigst du dich ja mit Positiven. Das heißt, dein Körper merkt sich das und denkt nicht, oh, jetzt kommt wieder ein hoher Ton, ich muss alles eng und fest machen, sondern du weißt ganz genau, du kannst offen und weit bleiben und wendest die Technik an und zack, der Ton ist oben. Das machst du 100 Mal, das machst du 1000 Mal und irgendwann hat sich das manifestiert und du machst dir keine Gedanken darüber mehr. Und dann kannst du natürlich auch den Tonraum jederzeit nach oben erweitern. Das heißt, Halbton schrittweise. Jetzt sind wir beim Cis. Ruhig
ruhig auch etwas forcierter mit der Luft mal rangehen, ausprobieren, was geht eigentlich leichter. Mit wenig Luft, also leiser, oder fällt es mir einfacher, wenn ich viel Luft benutze? Auch da ruhig mal variieren. Klappt das? Weiter geht's mit dem D. Also mir fällt es, wenn es leise ist oder in der mittleren Lautstärke, wesentlich lauter, als wenn ich Forte oder Fortissimo anvisiere. Wir gehen weiter zum S. Und so kannst du trainieren, zum Beispiel deine Töne nach oben zu schleudern. Denk mal drüber nach und such dir positive Stationen in deinem täglichen Üben, damit eben die Lust am Trompete spielen, das Vorankommen gewährleistet ist und du dich nicht in die Abwärtsspirale, den Teufelskreis bewegst, wo du dich verrückt machst, dass nichts mehr funktioniert und dass am Ende die Lust verlierst. Ich wünsche dir viele positive Momente beim Trompete spielen. Mach dir Gedanken, nimm dir Zeit dafür, versuch's auf die Trompete zu übertragen und bleib beim Trompete spielen dran. Dranbleiben ist das Stichwort. Also am Ende noch ein Like und Abo da lassen. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.